Wie stellst du dir das denn vor, du als Mädel zu sein? Ach, es ist eine sehr, sehr große Herausforderung für mich, weil ich, weiß ich nicht, es passt einfach so gar nicht auch zu meinem Charakter. Weil ich wie gesagt, als ich früher Student war, mein Leben als junger Mann genossen habe und dementsprechend es für mich eine große Herausforderung wird, auch mal zu sehen, wie es auf der anderen Seite der Welt aussieht. Auf der anderen Seite der Welt? Genau. Anhand der Hautfarbe wird Birger später auch die Haarfarbe festlegen, damit alles natürlich wirkt. Eine Blondine wird Ol-J also schon mal nicht. Kann man aus einem Katalog irgendwie sich Gesichter aussuchen und dann sagen, ich will so aussehen? Nicht wirklich, weil ich kann halt bei dir im Prinzip nichts wegnehmen. Ich kann alles nur hinzuaddieren, sprich ich kann halt mehr machen. Okay. Sprich ich kann halt, es ist nur in eine Richtung halt limitiert. Also ich kann halt aufbauen, aber ich könnte deine Nase jetzt nicht kleiner machen. Schlanker und zierlicher geht also nicht. Wie Ol-J als Frau genau aussehen wird, weiß auch der Maskenbildner jetzt noch nicht. Die Gesichtsform kann er erst festlegen, wenn es ans Modellieren geht. Dafür braucht er einen Abdruck von Ol-Js Kopf. Die rosa, schleimige Masse füllt jede Falte aus und bleibt ausgehärtet weich wie Gummi. Ideal, um danach ein Gipsmodell daraus zu gießen. Nach dem Kopf wiederholt er die Prozedur mit Ol-Js Körper, denn der braucht weiblichere Kurven. Doch worin unterscheidet sich neben den Geschlechtsorganen ein männlicher Körper von einem weiblichen? Ein wichtiger Aspekt: Männer haben mehr Muskelmasse. Egal ob trainiert oder nicht. Der Anteil am gesamten Körper liegt bei etwa 40%. Bei Frauen sind es nur 35%. Sie haben dafür einen höheren Fettanteil. Der Grund? So hat der weibliche Körper Energiereserven, um während einer Schwangerschaft das Kind versorgen zu können. Für unseren Maskenbildner beginnt mit den Gipsmodellen die eigentliche Arbeit. Mit Plaste modelliert er so lange an Körper und Kopf herum, bis Ol-Js gesamtes Erscheinungsbild weiblich wirkt. Damit erstellt er dann die Teile, die er ihm später anklebt. Ganze 12 Wochen braucht er für diesen Vorgang, ein irrer Aufwand. Am Abend vor der Verwandlung muss Ol-J dann selbst noch ran. Ein männliches Merkmal muss nämlich noch weg: die Körperbehaarung. Wir haben jetzt einfach mal alles, was rosa war, einfach mal gekauft, mit der Hoffnung, dass es genau das Richtige ist, was wir brauchen. Ich habe keine Ahnung, was da wofür ist. Machen wir mal das Warmwachs. Ich hoffe, das klappt überhaupt hier dran. Tatsächlich sind seine Beine noch stärker behaart als bei vielen anderen Männern. Der Grund? Männer aus der weiteren Mittelmeerregion sind weltweit am stärksten behaart. Afrikaner, Asiaten und die Ureinwohner Amerikas haben meist viel weniger Körperbehaarung. Was genau für diese Unterschiede sorgt, ist wissenschaftlich noch nicht restlos geklärt. Einige Experten vermuten, es liege am Klima, andere vermuten dahinter natürliche Selektion. Einig ist sich die Wissenschaft nur in dem Punkt, dass unsere Fähigkeit zu schwitzen dabei eine Rolle spielt. Damit kann sich unsere Haut vor Hitze selbst schützen und Körperhaare verloren so ihre Funktion als Sonnenschutz. Nur bei den Völkern rund ums Mittelmeer und im arabischen Raum hält sich die starke Körperbehaarung bis heute. Wie bei Ol-J. Und die will er jetzt mit der Warmwachsmethode loswerden. Die hinterlässt keine Stoppeln. Dabei muss er mit dem Spachtel eine dünne Schicht Wachs auftragen und mit einem Fließstreifen abziehen. Mitsamt den Haaren. Eigentlich ganz einfach. Theoretisch. Die schreiben das ja alles so kompliziert. Ich glaube, ich mache erstmal das andere. Ol-J tut sich schwer mit weiblicher Körperpflege. Zum Glück gibt es Hilfsmittel. Einen Wachs-Roll-On. Das gleiche Prinzip, nur etwas einfacher. Aha, was? Wow. Okay, ich glaube, das war doch ein bisschen zu heiß. Natürlich könnte er sich die Haare vorher stutzen, aber das dauert ihm einfach alles zu lang. Lieber kurz und Mit einem schmerzlos. Nichts für Feiglinge bei der Körperbehaarung. Ol-J greift doch lieber zum Rasierer, Stoppeln hin oder her. Den kennt er zumindest schon.
Die achten sogar beim Rasierschaum auf die Farbe, lila. Damit klappt's besser, aber es dauert. Also lassen wir ihn für den restlichen Abend allein, denn morgen wird's ernst. Mit frisch rasierten Beinen beginnt für All-J jetzt die Transformation vom Mann zur Frau. Eigentlich will ich da, glaube ich, gar nicht rein. Hoffentlich ist alles nur ein Traum. Nein, kein Traum, lieber All-J. Maskenbildner Birger Laube erwartet ihn bereits. Wie geht's hier? Hi. Morgen, gut. Freut mich. Und dir? Also wenn ich mir das alles angucke und so, kriege ich schon so langsam Angst. Na dann, wie lange wird das ungefähr dauern? Ungefähr 4 Stunden werden wir bestimmt brauchen. Also müssen wir jetzt anfangen. Aber sicher. Die auf All-Js Gesicht angepassten Teile befestigt der Maskenbildner mit einem speziellen Körperkleber, der auch in der Medizin verwendet wird. Das erste Teil lässt All-Js tiefen Haaransatz verschwinden. Das zweite ist das Wichtigste. Es überdeckt All-Js Adamsapfel und den kantigen Kiefer. Beides typisch männlich. Doch woran liegt es, dass die bei den Männern stärker ausgeprägt sind? Der Grund? Testosteron. Das Hormon sorgt bei Jungen ab der Pubertät für Muskelwachstum. Ab diesem Zeitpunkt bekommt der Körper seine typisch männliche Form. Kantige Linien im Gesicht, breite Schultern und einen kräftigen Oberkörper. Bei OJ verschwindet das alles gerade, zumindest äußerlich. Im Moment fühlt sich das sehr unnatürlich und künstlich an, als hätte ich die Hälfte meines Gesichts mit Klebeband zugeklebt. Und ich bin echt gespannt, wie es ausschauen wird, weil ich glaube nicht, dass es mein Gesicht gerade im Moment ist, das ihr zu sehen könnt. Noch hat All-J keinen Spiegel vor sich, daher kann er noch nichts von den Veränderungen in seinem Gesicht sehen. Die Region um den Mund ist die heikelste. Denn sie bewegen wir beim Reden am meisten. Die Maske sollte das mitmachen können, darf aber auch nicht so festkleben, dass man sie nicht mehr abbekommt. Jetzt bekommt All-J seine Brüste. Und zu seiner großen Freude fallen die recht üppig aus. Lieber All-J, das hat aber einen wichtigen Grund. Ich hatte einfach seinen Abdruck und dachte dann, wenn die zu klein sind, habe ich eventuell das Problem, dass die Schultern halt zu breit sind. Ich wollte eigentlich versuchen, diese Körperform so ein bisschen auszugleichen. Hey Jungs, meine Augen sind hier oben, nicht da unten. Während All-J noch ganz fasziniert ist von seiner Körbchengröße, gibt Birger der künstlichen Maske einen natürlichen Look. Danach die Haare und der Anzug, der seine Figur verändert. Und mit der Kleidung ist All-J optisch zur Frau geworden. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte. Hier der Vergleich. All-J als Mann vorher und jetzt in seiner weiblichen Version. All-Js Gesicht ist insgesamt weicher. Das Grübchen und die kantigen Linien sind verschwunden. Die Hüften breiter. Nur einer hat das Ergebnis noch nicht gesehen, All-J selbst. Ich glaube schon. Okay, 3, 2, 1. Fuck! Oh Gott! Oh Mann! Oh Mann! Oh Gott! Oh Gott! Mit weiblicher Anmut hapert es noch. Was habt ihr aus mir gemacht? Was hast du aus mir gemacht? Deine Schwester, die du nicht hast. Jetzt muss All-J dringend an seiner Körpersprache arbeiten. Doch wie bewegt sich eine Frau? Stefan Werra ist Experte in Sachen Körpersprache. Der gebürtige Österreicher ist Dozent an mehreren Hochschulen und weiß genau, welche Körperhaltungen wir als weiblich und männlich wahrnehmen. Ein Mann gibt so die Hand, wie du es gemacht hast. Genau. Als Frau würde ich schauen, das ist der große Clou ist, achte darauf, dass deine Ellenbogen näher am Oberkörper bleiben. Okay. Das kannst du mal üben, indem du so gestikulierst, ja? Frauen können ihr Ellenbogengelenk ein klein wenig weiter überstrecken als Männer. Beim Gehen pendelt der Unterarm weiter nach hinten. Warum das so ist, wissen Forscher bis heute nicht. Es gibt die Vermutung, dass es am Tragen der Babys am Arm liege. Beweisen konnte das noch keiner. OJ,
Das Gen, eines der entscheidendsten, wo wir erkennen, ob ein Mensch weiblich oder männlich ist. Ja? Wenn du mal gehst. Die hohen Schuhe verändern seine Körperhaltung. Unbewusst schwingt er so zumindest schon mal seine Hüften. Wir Männer hingegen haben noch etwas, das noch mehr verstärkt, und das ist ein stärkerer Musculus pectoralis und ein stärkerer Latissimus dorsi, also der Brustmuskel und der breite Rückenmuskel. Wenn die gut trainiert sind, tendieren wir eher zu dieser Bewegung. Man sieht sofort, es schaut eher männlich aus. Diese Muskelgruppen führen zu einer weiteren männlichen Haltung. Lass mal die Arme nach unten hängen. Genau. Dann fällt uns bei dir auf, dass deine Handrücken nach vorne gedreht sind. Fällt dir das auf? Ja. Frauen haben die Handrücken tendenziell offener. Das ist bei uns so, weil diese Muskelgruppe so stark ist. Deswegen lass mal die Arme nach unten hängen. Lass mal die Arme nach unten hängen und pendel mal so weit nach hinten. Genau, pendel mal ein wenig nach hinten. Als letzten Tipp gibt ihm Stefan noch einen Hinweis zur Stimme. Du hast eine tiefe Stimme. Es wird unglaubwürdig, wenn du dir jetzt versuchst, höher zu machen. Wenn du beginnst zu säuseln, leicht zu sprechen, ja? Okay. Nicht mit Nachdruck. Du bist nicht im Urwald und musst einem Säbelzahntiger hinterherrufen, sondern du musst nur nebenan den Freundinnen und Freunden etwas sagen. Leichtes Säuseln. Damit sollte All J nun genug Frauenwissen an der Hand haben, um den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen. Es ist unglaublich, was dieses Wissen ausmacht, um vielleicht sogar nicht mehr erkannt zu werden, dass ich eigentlich ein Mann bin. Und das werde ich mal ausprobieren, ob vielleicht meine Freunde und Familienmitglieder merken, dass ich eigentlich All J und nicht so nebenbei, wie werde ich eigentlich heißen? Kann All J wirklich seine Männlichkeit ausblenden und komplett in die Rolle einer Frau schlüpfen? Seine erste Aufgabe, er soll seine Freunde täuschen. Das wollen wir in einem Café testen. Dorthin hat All J seine Freunde eingeladen und die sind völlig ahnungslos. Er platziert sich in der Ecke. Werden sie ihn erkennen? Die erste Freundin kommt zum reservierten Tisch und bemerkt überhaupt nicht, dass All J gegenüber sitzt, obwohl sich die beiden seit Jahren kennen. Die Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, ist bei Menschen besonders gut ausgeprägt. Selbst mit anderer Frisur, mit Brille oder wenn man sich jahrelang nicht gesehen hat, erkennen wir ein Gesicht wieder. Dafür verantwortlich ist ein eingebautes Gesichtserkennungsmodul in unserem Gehirn. Es speichert eine Art Rohform von Gesichtern und merkt sich Merkmale wie den Augenabstand, die Stirnhöhe, Nasen- und Kinnform. Manche Dinge davon sind bei All J zwar verändert, aber natürlich nicht alles. Da müsste seine Freundin zumindest was ahnen. Außerdem ist All J nicht gerade unauffällig. Seine langen Haare bereiten ihm beim Essen sichtlich Probleme. Es dauert nicht lange und die nächsten Freunde von All J werden zum reservierten Tisch geführt. Aber auch sie zeigen keine Reaktion. Zwar gucken sie hin und wieder in All Js Richtung, aber der Gedanke, dass es sich bei der jungen Frau um ihren sonst so coolen Freund handelt, der kommt ihnen scheinbar nicht. Nach einer halben Stunde lösen wir die Situation auf. Wir sind nämlich schon länger da und OJ ist auch schon da. Okay. Ah ja, jetzt erkenne ich ihn an den Augen. Ernst? Entschuldigung, einen Moment, ich komme zu. Nein! Hallo. Krass. Die Überraschung ist gelungen. Keiner der vier ahnte auch nur, dass die Lady am Nachbartisch All J war. Ich habe dich auf jeden Fall nicht erkannt. Gemeinsam mit seinen Freunden löst er sein Namensproblem. Die Runde tauft All Js weibliches Ich auf den Namen Senna. Schwieriger ist für ihn allerdings, über längere Zeit alle Bewegungen weiblich wirken zu lassen. Ob ihm das noch gelingen wird? All Js nächste Challenge wird endgültig klären, ob er als Frau durchgeht oder nicht. Er muss sich jemandem stellen, der ihn länger und besser kennt als alle anderen. Wir machen uns auf den Weg zu seiner Mutter, die nichts von der Verwandlung weiß. Und Senna kämpft mit einem Problem, das sie als Mann so noch nicht kannte. Oh, meinen Füßen geht es so schlecht, das tut so weh.
Zum ersten Mal in seinem Leben kann OJ nachvollziehen, warum High Heels nicht nur toll sind. Von allen Begegnungen, die ich mit Freunden oder Verwandten haben werde, ist jetzt die mit meinen Eltern, glaube ich, die schwierigste für mich. Weil ich eigentlich möchte, dass sie mich so sehen, weil sie mich einfach genau im Gegenteil kennen. Einfach so in meiner, wie ich einfach nur mal als Mann bin und war. Und immer noch bin. Wir sind am Ziel. OJs Mutter ist Inhaberin eines Friseursalons. Sie weiß nichts von der Verwandlung ihres Sohnes. Wird sie ihn als Frau erkennen? Ich kann da nicht reingehen. Guten Tag. Seine Mutter steht direkt im Blickfeld des Eingangsbereichs. Doch keine Reaktion. Entschuldigung. OJ macht erstmal bei einer Kollegin weiter und vereinbart einen Termin zum Haareschneiden. In diesem Moment geht seine Mutter an ihm vorbei. Wieder ohne Reaktion. OJ hält die Situation nicht länger aus und spricht sie an. Freut sie mir? OJ. Oh, so bist du das? Ach, guck mal, die geht. Damit ist klar, der männliche OJ ist äußerlich nicht mehr zu erkennen. Ich habe den erst nicht erkannt, als ich so rübergegangen bin. Und dann habe ich erst gedacht, also ich habe den von hinten noch mal angeschaut. Ich habe so, süß. So. Was? Ja, so von hinten. Also Meine eigene Mutter mich nicht erkennt? nee, also wirklich nicht. Von der ganzen Attitüde her fällt es OJ aber wahnsinnig schwer, längere Zeit in der Rolle der Frau zu bleiben. Aber für seine nächste Aufgabe wird das entscheidend. Er soll am Abend seine Weiblichkeit in einem Club unter Beweis stellen und herausfinden, ob er auch sein eigenes Geschlecht von seinem weiblichen Ich überzeugen kann. Erstmal braucht er dafür aber die passenden Klamotten. Was er als Mann an Frauen gut findet, weiß er. Was ich sehr gut finde, dass es, wenn es nicht zu billig ist, aber trotzdem sexy. Das erste Problem, OJ weiß nicht, welche Größe er als Frau hat. Und die Auswahl an Klamotten überfordert ihn komplett. Ah nee, das Nein. lieber nicht. Frustration macht sich breit. Und die lässt ihn auch wieder seine Rolle vergessen. Aber das wäre mal das erste mögliche Outfit für den Clubabend. Das ist verspielter. Das hat Ich sagte, so würde ich nie als Frau, glaube ich. Also, ist zwar sexy, wenn das eine Frau anzieht, ja. Aber selber würde ich so nie im Leben rausgehen. OJ beginnt zu zweifeln. Outfit Nummer 2 ist vor allem eins: eng. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du, wie schwer es eine Frau hat, wenn sie rausgeht? Reinzugehen ist ja schon. Es ist nicht für dich nur so schwer, sondern allgemein. Doch egal wie, dieses Teil ist selbst in der größten Größe so eng, dass OJ Sorge hat, dass seine Brüste das nicht mitmachen. Outfit Nummer 3. Ob ich rauskomme? Nee, so gehe ich nirgendwo hin, ehrlich. Also ich hab's mir nochmal angeguckt und das ist so, jetzt wie so, wo ich denke, im Moment ist mir auch komplett egal, wie ich gerade rede, ob ich wie ein Mann oder wie eine Frau rede. Aber so kann ich nicht rausgehen, das ist echt, ihr wollt es nicht sehen, nee. Sag mal hier. OJ wächst die Situation über den Kopf. Er ist total verunsichert. Er nimmt ein Kleid mit, in dem er sich einigermaßen wohlfühlt. Und damit beginnt die größte Herausforderung. Wird er in einem Club angebaggert? Kann er sein eigenes Geschlecht von Senna überzeugen? Ich war schon kurz davor zu sagen, ich kann das nicht mehr machen, weil ich mich nicht mehr als Senna gesehen habe, sondern mehr als OJ, der gerade kurz vorm Durchbruch ist. Aber jetzt mit diesem neuen Outfit und dem neuen Make-up habe ich so viel Selbstbewusstsein gewonnen, dass ich wirklich so viel Energie habe und raus in die Diskothek möchte. Jetzt muss alles an ihm stimmen. Alle Bewegungen, seine Stimme und seine Körpersprache müssen weiblich sein. Wir beobachten OJ alias Senna heimlich mit unauffälligen Kameras.
Doch die ersten Anbaggerversuche sind alles andere als positiv, weil er die Männer so anspricht, wie er es sonst als Mann bei Frauen macht. Punkt 2, bei dem All-J einfach nicht als Frau durchgeht, seine Körpersprache. Trotz des Trainings wirkt seine Gestik angespannt und hölzern. Punkt 3, das Tanzen. Während Männer eher ihren Oberkörper bewegen, nutzen Frauen mehr die Hüften. Der Grund? Das jeweils andere Geschlecht findet genau diese Körperregionen anziehend. Für All-J wird die Situation jetzt noch unangenehmer. Er muss auf Toilette. Somit hat er die Gelegenheit, ein Geheimnis zu lüften, das Männer immer beschäftigt. Was machen Frauen auf Toiletten wirklich? Die kommen alle aus ihren Kabinen raus und dann am Waschbecken, ehrlich, ich habe mir das gerade so ein bisschen angeguckt, waschen ihre Hände, reden ein bisschen, waschen ihre Hände nochmal und reden. Also da geht es nicht um Händewaschen, da geht es mehr um Reden. Oh, der Junge hat mich gerade angetanzt, oh, aber der war so hässlich. Aber ich dachte, okay, wow. Und ich habe mal gefragt, ob das läuft nicht so mit den Jungs, oder? Und ich glaube, das war keine gute Frage. Ob All-J mit den Jungs im Club auch so spricht wie mit uns, wissen wir nicht. Klar ist aber, dass er seine männliche Attitüde hier nicht ablegen kann. Eigentlich schon aufgegeben, passiert es dann aber doch. Senna wird angebaggert. Auf einen Drink eingeladen und sogar die Telefonnummer. Challenge mit Ach und Krach gemeistert. Zum Glück, denn länger kann All-J auch nicht mehr. Oh, bin ich fertig. Meine Beine tun weh. Die tun aber echt diesmal weh. Hart, ey. Hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, ein Mädchen zu sein. Nee, ehrlich jetzt. Ich habe gedacht, das würde das Einfaches werden, aber besser gesagt, ich habe gedacht, dass ich weiß, wie Mädchen ticken und dass ich eigentlich alles über Mädchen weiß, aber jetzt habe ich gemerkt, dass ich gar nichts über Mädchen weiß und ich eigentlich auch nicht ein Mädchen sein kann und ehrlich gesagt bin ich auch froh darüber. Das ist echt schwierig. Glaubhaft eine Frau sein? In kurzen Momenten ist All-J das richtig gut gelungen. Seine Freunde und selbst seine eigene Mutter haben ihn nicht wiedererkannt. Aber ganz klar, wirklich jemand anders sein ist vor allem eins: anstrengend.